Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es nicht um Autos, wie man sehen kann, sondern um einen Anhänger. Einen Alco-Achse bzw. Alco-Anhänger. Und in dem Video, wir werden mehrere Videos machen, und zwar wollen wir hier die Bremsbeläge wechseln, weil die komplett auseinandergeflogen sind. Aber es geht darum, wie könnt ihr prüfen, ob die Bremsbeläge in Ordnung sind oder nicht in Ordnung sind. Da gibt es nämlich Gucklöcher, wo man reingucken kann und dann sieht man die Belagstärke. Auf der linken Seite ist es einmal komplett auseinandergeflogen, deswegen werde ich euch Bilder einblenden, wo man sehen kann, wo der Belag schon weg ist. Aber wir machen einmal hoch und gucken uns das von unten an. Die linke Seite habe ich nämlich schon neu gemacht. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Und wenn ihr dann unter dem Anhänger seid, habt ihr hier, natürlich wieder von Modell zu Modell unterschiedlich, habt ihr hier zwei Löcher. Hier ist das Kontrollloch und hier ist das Einstellloch. Hier ist so ein Zahnrad, woran ihr drehen könnt, um das Ganze einzustellen. Da machen wir ein separates Video, nachdem wir das Ganze dann getauscht haben, wie man so eine Achse einstellt oder die Trommelbremsen einstellt. Und hier könnt ihr dann einmal reingucken, dann seht ihr auch die neuen Bremsbeläge. Da. Wenn ich jetzt drehe, da seht ihr, dass links die Trommel sich bewegt und da ist quasi der Belag. Da die Mitte davon. Rechts ist quasi das Metall von der Bremstrommel, der Belag und die Trommel. Und da könnt ihr dann quasi reingucken. Und jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an, wie es gebraucht aussieht. Jetzt befinden wir uns einmal auf der anderen Seite. So, da bewegt sich die Trommel, wenn wir den Reifen drehen. Und da ist quasi der Belag. Ich versuche das mal ein bisschen besser auszuleuchten. Da könnt ihr jetzt die Belagstärke sehen. Und ich blende mal die zwei Bilder ein, beziehungsweise das eine Bild ein, dass da gar kein Belag mehr da war. Und wenn wir jetzt hier einmal, da ist das Zahnrad zum Einstellen. Aber da folgt ein separates Video zu. Ja Leute, und so könnte das circa aussehen. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr für Anhänger, Achsen habt. Wer schon mal selber das Ganze gewechselt hat oder eingestellt hat, würde mich mal interessieren. Und ansonsten alle wichtigen Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!